herzlich willkommen zurück zu Legacy of the Duelist. Okay, beim letzten Mal haben wir unser Abenteuer gestartet. Wir haben den kleinen Insektentyp hier eliminiert. Wir haben die Bitch hier geschlagen. Und nachher, genau, geht es jetzt gegen den Tsunami-Typ hier. Okay, ich glaube, wir legen gerade los. The truth and power of the Millennium Puzzle was beginning to dawn on Yugi. During his duels, the puzzle infused Yugi with the power and soul of an ancient spirit. Though this was a major issue to ponder, there was a smaller but not less important matter to deal with first. The duel made me hungry. Did any of you guys remember to bring any food with you? Sorry, Joey. What were you thinking? Coming with no food? Now, how are we ever gonna get through the rest of the competition without anything to eat? That's a good question, Joey. This dueling really takes it out of you. And I haven't seen any burger stands or restaurants while we got here. I smell cooking. That away. The following, they followed to ascend to the beach, where they spied a campfire with several roasting fish in the distance. Oh man, I just love barbecued fish. It smells good. And the best, it tastes even better. What makes you think those fish are yours to eat? Hey, trust me, we eat first and ask questions later. Your stomach will thank me. Joey ran down to the campfire. Joey would say anything to fill his belly. Some people have absolutely no self-control. Yeah. Grrr. Joey, save some for me. Tristan ran after Joey. It wasn't long before Yugi and Thea joined them as well. Joey grabbed one of the fish from the fire. Oh man, this looks awesome! Just as the team began to bite into the fish, a young man emerged from the ocean with a spear in his hand. Enjoy yourselves, you fish thieves, for this is your last meal. I knew this was a bad idea. How dare you steal my fish, you bottom-feeding thieves! Hey, chill out, you guy. It's just a few fish. A few fish that do not belong to you. And to steal a fisherman's catch is to prove you have no honor. Wait a second, are you Mako Tsunami? The top-ranked ocean duelist? And who might you be? I'm Yugi Muto. I'm sorry about your fish. You're Yugi Muto? The only duelist ever to defeat Sadakaiba? What a fine surprise. I must apologize, I've been ungracious. If you are friends of Yugi-Muto, please come sit down and eat your fill. The team sat down at the campfire and shared a meal with Mako. After the feast, the team thanked Mako and started to head out, when Mako threw his spear at the ground in front of him. I treat you dinner. Perhaps you will honor me with a duel. He's nuts. No, but I'm an expert fisherman, and you have taken my bait. What bait? Why, the fish, of course. I laid it out and lured you three right in, but I never expected to catch Yugi Muto. I reeled another duelist a short time ago, but he was not a worthy opponent. But a duel against you, Yugi, would be a true test. Mako Tsunami, I accept your challenge. Okay, so we are apparently battling the fisherman guy. Also, hat das eigentlich nur verarscht, blöd gesagt. Er hat bewusst deine Fische dort hinten und hat bewusst den Geschmack in unsere Richtung gelenkt, sodass wir, naja, zu ihm kommen. Aber er hat nicht erwartet, dass er so eine geile Sicht wie der Yugi, also mich, lol, verrutscht. Okay. Wir fangen an mit dem Duell. Eigentlich hätte ich lieber als 2-2 gehen, aber das hat jetzt gerade ein bisschen verpennt. Ich spiele mal Irland. Und jetzt könnte ich eigentlich schon die zwei spielen. Beziehungsweise den Silverfang mit ausrüsten. Mache ich aber aus gutem Grund nicht. Ich tue dann machen, dass er nicht 3-mal angreifen kann. Dann fragt ihr euch bestimmt, warum mache ich das nicht? Ganz einfach, weil wenn ich es machen würde, dann kommt die Karte, wenn sie zerstört wird, auf den Friedhof und mit dem kann ich nicht viel anfangen. Sprich, wir kommen nachher nicht in den Friedhof, sondern kommt zurück auf mein Deck. Dann ist mein Hund weg und ich habe keine Karte zum Spielen.
Darum warte ich mit dem noch Runde 2. Bis ich mir sicher bin, dass ich sie spielen kann, ohne dass ich gerade verliere. Dann spielen wir Destroyer Golem, Golem-Zerstörer wird er wohl heißen. Und nachher Horn des Einhorns, und zwar auf ein Silverfang. Das andere spiele ich jetzt mal noch nicht, just to be sure. Okay, Destroyer Golem greift einmal den Fisch an, den grossen Weißer. Und der Silverfang direkt. Das ist okay. Okay. Hätten wir sogar noch den anderen auch noch angreifen, also beziehungsweise das andere Horn noch ausrüsten, aber das ist eigentlich schon okay, wie es jetzt ist. Genau das meine ich. Genau das meine ich. Horn des Einhorns wird jetzt zerstört und das Deck zurückgelegt. Mit dem kann ich aber nicht viel anfangen. Bam, Turn Change. Okay. Darum, ich tue es jetzt gleich mal ausrüsten. Mit dem Silverfang und das andere gerade auch nochmal zum Silverfang. Weil ich glaube nicht, dass der andere mehr als 1600 Abwehr hat, aber vermutlich mehr als 1002. Ha! Das ist genau so gekommen, wie ich gedacht habe. Und mit 2600 dann direkt einen Angriff auf Makoto-Tsunami starten. Ich glaube, im letzten Part habe ich einen Makoto-Tsunami genannt. Das ist mein Fehler. Entschuldigung, ich habe Makoto von Detektiv Conan denkt. Entschuldigung. Er kann nichts machen. Okay, das ist das Ende von meinem Swords of Revealing Light, aber das ist voll okay. Die Karte setzt jetzt mal bewusst nicht, weil sie regt mich nur auf. Die wird ständig gefragt, hey, willst du mich nicht aktivieren? Und du wolltest eigentlich gar nicht aktivieren, aber hey, why are you not activating me? Und dann nein. Okay, dann hättest du direkt einen Angriff mit Silverfang und das Duell ist doch relativ schnell über die Bühne. Okay. What a grand duel! I salute you, my friend. That's not. This victory was not easily won, Marco. You're a great duelist yourself. Danke schön. Und wir kommen jetzt in die Fischkarte über. Oh, und Terraforming. Cool. Der nächste Duellant auf unserer Liste von den Duellanten, oh fuck, to be defeated ist der Dinosaurier-Duelist. Dinosaur-Duelist, okay. My Valentine sat on a hill, having a quiet moment on herself. I don't get it. Trashing hotshot duelist is usually as fun as a clearance sale. Why can't I enjoy it anymore? It's only because this obnoxious punk Joey. I can't believe such an amateur beat me. I've got to be even with that grinning gutter punk. At that moment, Rex Raptor, whom I dueled and defeated on the way to Duelist Kingdom, jumped out and surprised her. It's me, Rex Raptor, the Dino Duelist, and I'm itching to finish the match that we started on the boat. Funny, I thought I already knocked you on your Jurassic butt. Think whatever you want. You're about to get stomped. You think I'm gonna waste another minute with a pea brain like you? Beat it, Dino Breath. Shoo shoo. Grrr, pea brain. I happen to have a finalist this year at Regional Championship, and I'll have you know that I've already won 5 starships. May heal up her bracelet, show off her starships. Whoa, you get 8 chips already? From wannabes like you who think by dueling a chick they'll score some easy stars. I've only lost once, but once I find that punk kid Joey, it's payback. Joey Wheeler? How could you lose to him? I'd love to see you try and... that gives me an idea. Rex, I'll agree to duel you if you do something for me first. May and Rex searched for Yugi and his friends in hopes to find Joey. It wasn't long before they did. Tell me that's not who I think it is. How are you, Joseph? Glad to see me. No, you were too much close. So, Joey, is Yugi still fighting all your battles for you? Everyone knows if Yugi wasn't there to hold your hand, you wouldn't have beat me. Is that right, Yugi? That's not true. Oh, really? Then I propose he steps out of his shadow here and now. If Joey thinks he's so tough, then he let him see play for himself. Think you have the guts to step up and face a duelist I've arranged for you? I'm dueling on Mai's behalf. Recognize me? Like, sort of weird. Mai hat dem Joey vorgeworfen, nur den Yugi als Schutzschild zu verwenden und für ihn Duell auszufechten. Und was macht sie? Macht genau das Gleiche. That's Rex Raptor. That verb supposed to scare me or something? I bet you he ain't so tough.
Don't you remember, Joey? Rex placed second in the regionals. Eben, nur second. Well, Joey, you gotta ask mommy's permission or what? This is your big chance to prove yourself, or are you gonna back out? Don't worry, sis, I'll make you proud. Alright then, it's Dino feeding time. Let's duel! Bring it! Wir verwenden wieder Story Decks, selbstverständlich. Okay. Wir gehen. Ich glaube eher, dass das Resultat predetermined ist in dem Sinn, dass wir es gar nicht beeinflussen können. Wir tun jetzt aber was zweites anfangen. Mal schauen, wir die erste Niederlage leben gegen Rex Raptor. Dinos sind eigentlich gar nicht so mächtig. Sie sind einfach hohe Stats, also hohe Angriff- und Verteidigungswert. Das müssen wir ein bisschen aufpassen. Der 1400 geht jetzt noch. Target hat einen Flip-Effekt, das heisst, er kann diesen Flip-Effekt schon mal nicht mehr verwenden. Ich setze elegante Wallsetterin ein, sprich wir ziehen nur unsere 3 Karten und tun 2 weg. Und die 2, die wir weg tun, ist... schwierig. Wirklich schwierig. Der da und dann der Sumpfkampfrichter. Die Finger brauchen wir nicht. Nachher aktiviere ich Sogen, alle Krieger und Unkürkrieger. Darum habe ich vorhin gemeint, wir haben schon viele Krieger in seinem Deck. Kommen zu unter Angriffspunkt über. So zum Beispiel mein Axträuber. Und der greift jetzt an. Angriff! 500 weg. So, du, Ivanovi würde jetzt sagen, du hast absolut keine Chance. Wie schmeckt dir das? Oder so etwas Ähnliches. Aber wir wissen natürlich, dass Duell erst angefangen hat. Oh, Black Dragon's Chick. Sagen wir jetzt bei Dinosaurier und nicht Drachen. Hey! Das ist unfair. Oh man. Das ist unfair, Alter. Also. Gut, unser Angsträuber ist weg. Macht gar nichts. Also ohne. Angsträuber. Okay, zweite Sogen, Dankenspiel, das hat jetzt gerade gar nicht genützt. Ich schicke meinen Tigeraxt in die Verteidigungsposition aufs Spielfeld und dann lohne ich dich. Oh crap. Draw Phase, Standby Phase, Main Phase. Zweiköpfiger König Rex. Stimmt, das ist auch eine berühmte Karte, die er im Anime gesetzt hat. Also berühmt ist sie gar nicht, aber ja. Ah Mann, die Karte ist wesentlich berühmt. Der Roter gegen schwarze Drachen. Ich meine, wenn ihr euch erinnern hat Joey die bekommen. Wenn wir jetzt noch Fusion hätten, wäre ich schon fast zufrieden. Shit. Dann muss ich verdeckt setzen. Ich glaube, meine Damen und Herren Fisch, heute gibt es unsere erste Niederlage. Ausser Joey hat eine Spiegelkraft 3 Geki. Oder etwas Ähnliches. Weil sonst ist der Drache nicht kniffstark. Oh, Terraforming. Ödland, okay. Alle Dinosaurier und Zombie kommen am Angriffspunkt über, das wäre eigentlich nur meine Sogen. Alright. Trakodon, okay, shit. Ja. Danke, sind ihr dabei gewesen. Es geht weiter beim nächsten Mal. Das hat nie stattgefunden. Nein, Spaß. Ich bin natürlich in Irrwa, auch wenn wir jetzt hier verlieren, dann dabei. Ich habe ja probiert zu sagen am Anfang mal, dass es gar nicht so eine Rolle spielt mit diesen Decks. Beziehungsweise man manchmal gar nicht viel machen kann und so verliert. Ich tue einen Flammenmanipulator in der Verteidigung. Können wir den Zug überleben? Ich glaube nicht, nein. Weil egal, wenn man es jetzt angreift, mein Monster wird zerstört sein. Er kann mindestens einen direkten Angriff landen, außer er tut es 2. Nein, macht er nicht. Wenn er 2 Monster geopfert hat, aber naja, so wird es nicht. Mein Flammenmanipulator ist tot, direkte Angriffsposition. Ich versuche noch zu machen, was ich kann. Sakuretsu-Rüstung wird noch aktiviert und der Drache zerstört. Leider ist er nicht paralysiert worden von dem und hat mich angegriffen und das Spiel. Verdammt! Schade, zuerst mal wir das You Lose gesehen, aber dann sehen wir auch, was passiert. Man kann das Ganze nochmal spielen. Und dann haben vielleicht ganz kurz gesehen, das X im Menü. Das heisst eigentlich, wenn ich es schon mal durchgespielt habe, die Story, was ich ja schon gemacht habe, kann ich mit X das Duell quasi umkehren. Da könnte ich also Rex Raptor gegen Joey spielen. Vielleicht hat er dann ein bisschen bessere Gewinnchancen. Ja. Okay. Die Karten sind mir doch sympathischer. Nicht viel, aber ein bisschen.
Da steht, die Karte kommt 500 Angriffspunkte für ihren Swamp Battle Guard. Und da ist der Swamp Battle Guard, der 500 Angriffspunkte für den Lava Battle Guard bekommt. Okay. Ich setze mal Cast Down. Das würde kosten, also die Stufe von unserem Monster verringern. Wir müssen eine Handkarte werfen. Discard a card from your hand. Oh fuck it. Wollte ich gar nicht. Er hat so viele Sorgen. Jetzt. Es geht für alle Karten. Okay. Ich tue in die Verteidigung setzen. Ausgerechnet Verteidigung. Vielleicht kommt er dort nicht drüber, wer weiß. Jetzt hat der Kampfwächter genau wieder Stufe 5 haben. Und für uns entsprechend nicht mehr gleich interessant sein. Ach man, wie doof. Ödlandspöter. Sind Zombie und Drachen. Dinosaurier. Nein, nur Zombie und Dinosaurier. Angriffspunkte erhöhen. Dinosaurier kann er Spezialbeschwörung beschwören. Ich kann aber ein Monster von meinem Friedhof spezial beschwören. Ich kann aber kein Monster mit dem Friedhof, das ich kann spezial beschwören. Und... Scheiße. Okay. Er greift nicht. Oh stimmt, da kann er gar nicht... Mal? Kann... Naja. Das ist jetzt doof. Mann, warum hat er so viele Stufe 5 Monster? Der wilde Kaiser würde ich schon gerne spielen, aber... Silo. Er ist schon wieder... Der kann opfern für den wilden Kaiser, aber das hätte er davor. Der hätte ganz gut einen Sumpfkampfwächter können nehmen. Aber ich kann den Sumpfkampfwächter und den Lavakampfwächter gleichzeitig auf dem Feld haben, weil dann profitieren sie am meisten für ihre Effekte. Er greift immer noch nicht an. Warum greift er nicht an? Okay, er hat gesehen, dass es ein Stufe 5 Monster ist und darum auch ein Schiss. Durch das meine das ganze Feld zerstört oder nur die Karte. Destroy all monsters reported controls. If you're wrong, destroy as many monsters you control as possible. Okay, schade. Ich tue ihn mal verdeckt setzen. Mal schauen, ob er mich unten angreift. Wer weiß. Wenn er mich unten angreift, dann kann ich das nachher für einen Sumpfkampfwächter spielen und nach einer Angriffsposition gehen und ihn angreifen. Weil momentan habe ich 1800. Oh, Scheiße. 1800, also im höchsten Regel nicht durchkommen. Er kommt natürlich mit dem roten schwarzen Drachen. Scheiße. Ja, das kann ich gut, egal. Er greift meinen Lavakampfwächter an natürlich und ja, natürlich genau die richtige Reihenfolge genommen. Shit. Kunai mit Kette. Das ist jetzt nicht viel. Ja. Mann, aber das nervt ein bisschen, weil Joey hat jetzt vom Deck her schon absolut keine Chance. Egal was ich gespielt habe, das wäre nicht genug gut. Klar, er hätte vielleicht vorher schon eine Jagdposition gehen und ich hätte vielleicht einen Sumpfkampfwächter anstatt einen Lavakampfwächter können spielen, aber das hat es mir genützt. Das hat mir nämlich gerade gar nicht genützt. Ich tue alles mal auf mich zuholen. Go for it. Vielleicht haben wir aber gleich eine kleine Chance. Und zwar müssen wir jetzt ein Monster ziehen. Wir ziehen kein Monster. Ich habe verloren. Ja, dann bringt es auch nicht zu, noch fertig zu spielen. Surrender. Ja, ich bin sicher. Also. Nicht nur, dass wir verlieren das erste Mal, wir haben das erste Mal auch zweimal verloren. Aber ich glaube, das tue ich euch nicht an. Jo, nach dem dritten Versuch habe ich es also doch noch geschafft. Ich habe endlich Rex Raptor besiegt. Oh yeah. So I guess you won my starships. Not only did I win your starships, but I won your red eyes too. Also doch. Sie spielen nicht nur um Preisgelder, sondern auch um die seltenste Karte von anderen. Cool. Also, das nächste Duell haben wir gegen Evil Spirit of the Ring, Bakura. Okay. Later that night, the team settled down for a dinner when they were visited by their high school friend Bakura. As they chatted around the campfire, the conversation soon turned to dueling. Let's have a duel right now, not for starships, but just for a little bit of fun. I'm down with that. After all the starship stuff, it will be nice to have a duel with no strings attached. I agree. I think just a regular old duel sounds like a great idea. Before we get started, there's a little something I'd like to share with you, and especially with you, Yugi. No, it can't be. A millennium item. Yes! The magic of my millennium ring will take us to the Shadow Realm. Why are you doing this, Bakura? I have something I want, and I aim to take it.
Bakura possessed by some unknown spirit used the power of the Millennium Ring to lock away his friends' souls. Their souls have been locked away, and now, after waiting for countless centuries, the legendary Millennium Puzzle is mine. Just as Bakura tried to grab the Millennium Puzzle, it started to glow. The spirit within the puzzle awoke and manifested himself in Yugi. No, it can't be. You want the Millennium Puzzle, then you're going to have to duel me for it, yes. But if I win, you'll release my friends and send us all back. I'm not interested in your Millennium Ring. Haha, I agree to your ridiculous terms, Yugi, but I promise you there's no more at stake here than you will comprehend. Oh, there's more, sorry. And this is one shadow game that you cannot win. Das gesehen wir dann noch. Wir nehmen ein Story Deck. Bakura. Wenn meine Erinnerungen mich nicht täuschen an Anime, dann spielt er mit Final. Sprich mit dieser Fallenkarte, wo du dann I, N, A und L suchst. Dann Final geben. Und wenn das auf dem Spielfeld liegt, dann ist das Duell gewonnen. Okay. Wir ziehen aber recht gut. Warum spielen wir mit Yami? Sorry, Mac. Wir spielen Yugi. Warum haben wir den Schwertkämpfer dort bei uns? Hören wir Joey. Was ist das? Oh mein Gott. Gageningen, Schattenmensch. Okay. Das sind ein bisschen Scheißkarten, to be honest. Egal. Wir legen mal den hier ab. Dann ist es zu früh für Graceful Charity, weil ich muss gerade nicht 2 Karten ablegen. Darum spielen wir mal Masaki, den legendären Schwertkämpfer, und greifen einfach mal an. Mal schauen, was jetzt bleibt. Ein Morphing Jar. Oh fuck. Nein, meine ganze schöne Hand. Oh nö. Nein, das legt mich jetzt auf. Nein, das war wirklich eine gute Handkarte. Ah shit. Was habe ich verdeckt gesetzt? Meine Phase 2. Du darfst dich auch noch verdeckt setzen, bevor er noch auf die Idee kommt. Ah, Bullshit. Naja. Kann man nicht machen, will man nicht machen, muss man nicht machen, darf man nicht machen. Change of Heart. Warum ist die Karte legal? Sie ist nicht legal. Egal. Okay, er tut meine Monster wegmachen und er kann angreifen. Oh shit. Soll ich schon? Soll ich nicht? Ja, mal muss. Er hat zwar einen Angriffspunkt, ich muss. Viel mächtiger geht es gar nicht. Der wurde geschlagen. Okay, jetzt haben wir Graceful Charity und im Gegensatz zu vorher tun wir sie jetzt so aktivieren. Graceful Charity, 3 Karten ziehen, 2 Karten abwerfen. Oh, was haben wir? Destroy all face-up Rock-Type Monsters. Hat er einen Rock-Type? Just in case tun wir den nicht abwerfen, sondern den. Und den. Okay. Nachher spielen wir den Furious Sea King oder Skullstalker. Spielt gar keine Rolle. Wir spielen Skullstalker und tun ihn gerade mal direkt angreifen. Aber ich bleibe dabei, warum ist unser Deck so scheiße? Nur weil sie gesagt haben, wir spielen just for fun. Trotzdem haben wir es in normalen Decks können auch nicht. Ah Mann. Bakura hat garantiert sein normales Deck genommen. Kannst du mir jetzt erzählen, was du willst? Nochmal ein Überläufer. Yes, das wollen wir sehen. Er bietet es als Tribut an. Lass mich raten. Earl of the Mice, genau. Shit. 6 Lebenspunkte, aber das ist völlig okay. Ich habe noch lange nicht verloren. Wir setzen die Karte da. Dann können wir entweder mit 3 Geeki etwas machen oder. Ja. Mit 3 Geeki oder mit Lightning Vortex. Mit Lightning Vortex. Wir tun die Furious Sea King weg und zerstören sein Monster. Mit Überläufer kann er hoffentlich jetzt mein Monster nicht auch noch übernehmen, weil sonst bin ich ein bisschen am Arsch. Was hat er? Okay. Das ist okay. The Gross Spear go up. Oh yeah. Wir können die Zauberkarte vom Fürfit nehmen. Ich nehme mir eine Wiedergeburt.
Wieso fragt ihr euch? Oder habt meine Handkarte gesehen, oder? Also, was fragt ihr noch? Was fragt ihr denn überhaupt noch? Turn Change, Draw Face. Ich aktiviere Wiedergeburt und zwar hole ich mir. Eigentlich spielt es gar keine Rolle. Der Earl of Demise. Weil ich gerade lustig genug bin. Flammenmanipulator in Angriffsposition. Da haben Sie richtig gesehen, ich spiele meinen herbeigerufenen Totenkopf noch nicht. Ich habe noch die Hoffnung, dass er jetzt nicht beide Karten kann zerstören und ich darum im nächsten Spielzug den Flammenmanipulator opfern und dann die bessere Karte noch für mich abhalten. Weil der Earl of Demise mit seinen 2000 Angriffspunkten, Graf der Unterwelt heisst er, glaube ich, ist doch eine gute Hilfe für uns. Okay. Endphase, ich bin dran. Er hat eine Karte verdeckt gesetzt, das nimmt mich wunder, was es ist. Was ist das? Tracking in a number of monsters and graveyards for some of them and if you do the you can make a battle phase. Okay, mal die wollte ich aber gerne machen. Darum opfere ich jetzt meinen Flammenmanipulator und spiele meinen herbeigerufenen Totenkopf. Das ist ein 2500. Okay, nein, stimmt, sorry, falsch gerechnet, aber ja, ich hoffe, das war jetzt nicht dumm gewesen, dass ich meine Reigeki so verschwendet habe. 2000 Lebenspunkte weg und 2500 noch hinten drin. Okay. Eigentlich müsste das First Try werden gegen Bakura. Hoffentlich tun wir nicht nochmal so ablösen wie gegen Rex Raptor damals. Oi, das ist peinlich gewesen. Quietsch, quietsch. Ja, ich habe noch keinen neuen Stuhl. Wenn ihr einen neuen Stuhl wollt, dann könnt ihr mir gerne spenden beim nächsten Livestream. Ich warte auf eure Spende. Jetzt können wir mit dem herbeigerufenen Totenkopf dort angreifen und nachher gut. Ne, mit seiner eigenen Karte zerstören, das mache ich nämlich noch ganz gerne. Yeah. Cool. With our destruction of the evil spirit's last card, Bakura was freed from the grip of the evil spirit. Are you okay, Bakura? I am now, thanks to you. Where did you get your Millennium Ring? My father picked it up from one of his trips. He told me he's from ancient Egypt. He was shopping in a merchant bazaar and the Millennium Ring caught his eye. The man who sold the ring from my father said it has something to do with the duel monsters, but that would never made any sense to me since the card game is new and the ring is clearly ancient. When my father got back, he gave it to me. He said he felt I destined to have it. Is er tatsächlich auch gewesen. Just Desserts, ein paar gute Karten, die wir von ihm bekommen haben. PaniK Attack. Machen wir das noch? Machen wir noch. PaniK Attack. Das sehen seine Hand und seine Handwrist, das Armbändchen, was wenn wir so über Chips drauf sind. Lecker, der Typ für Chips. Er hat offensichtlich kein Interesse an Pegasus, was sein Interesse ist. Okay, when Tia, Tristan and Joey awoke, they thought Yugi's duel against Bakura was only a dream. I just dreamt of Bakura, I went totally mental. Same here, last time I snoozed without dueling cards on my pillow. Sleep well, guys. Ah, Bakura, don't hurt me! Suddenly the team heard a scream come from the woods. That sounded like mine. The team ran through the forest into a clearing and saw a very large duelist defeating Mai. Bye bye, birdies. My Harbies, they're gone. I think you mean eliminated, just like you. Now hand over all your star chips, you loser. Mai, are you okay? This Sideshow freak is giving you a hard time? That's right, just like Pegasus pays me to do. Root out all the dwelling filth on this island and dispose of it. English is schwer. Doesn't that make you a garbage man? This is no joke. PaniK is one of Alice's eliminators, and if you don't get out of here, he's gonna do to you what he did to me. Check out your duelist gloves. Not a star chip left. You're out of the tournament, Mai? I am. It all happened so fast. The PaniK duel. I just lost it. Ha! She was one of my easiest victims yet. PaniK pushed Mai to the ground. You creep! There's no excuse for pushing a girl.
I've dealt with a lot of bullies in my life, really a lot, and I'm afraid there's only one way to deal with them. You have to stand up to them. Let's say you try to... Oder man kann sich auch einfach in einen gefährlichen Dude verwandeln, weißt du, kann ja auch. Let's say you try intimidation tactics against me, PaniK. I don't scare easy, especially when I'm standing up for my friends. Yugi, huh? Must be a lucky day. Pegasus had promised a generous bounty for the eliminator who defeats you. I think he'd throw in some extra cash for inflicting bodily harm. I'll wager all the star chips I have to win mice. It's a deal. If you win, I'll give you all 8 of her star chips because your bet makes no difference to me. What do you mean? What I mean, little Yugi, is when you duel against PaniK, you're putting much more than just your measly star pit chips on the line. I can see the fear growing in your eyes. I do believe you're beginning to panic. Got it? PaniK? Are you finishing blowing smoke, PaniK? The last time someone had the nerve to talk to me like that, I broke them in half. Now let's duel. Woo, der Typ geht auf Sim. Da habe ich nicht so starke Erinnerung. To be sure. Aber ja. To be honest, kann ich mal sagen. Aber ja. Vielleicht irre mich auch gewaltig und vielleicht wird er mir jetzt ganz schön anstreten. Wir haben eine Polymerisation in der Hand, zusammen mit 2 Drachenflüchen. Ja. Gut ist etwas anderes. Mammutfriedhof und ich glaube... ja, Braunlohnis. Mal schauen, was er hat zu bieten hat. Turn Change, Draw Phase, Standby Phase, Main Phase, genau. Yummy. Okay, tut alle Hexer-Monster rauf. Hexer und Unterweltler, glaube ich. Oh shit. Ja gut, das sind 1200, genauso wie mein Mammutfriedhof. Oh, Mammutfriedhof, das hat eigentlich auch von Yummy, sprich Finsternis, begünstigt werden. Dem ist leider nicht so. Ich setze meinen Bankreis verdeckt und tue mit meinem Drachenfluch dich angreifen. Genau. Ich tue da eben Mitte. Mitte ist am besten. Cursed Dragon. Griffen an. Mit einer 2000 mächtigen Angriffspunkt hat er keine Chance. Oh, er hat tatsächlich keine Chance. Verliert 800 Lebenspunkte. Geil. PaniK. Warum er das K groß geschrieben ist? Who knows? Ist halt ein Stilnote. Stil habe ich noch nie verstanden. Okay, er zieht 3 Karten und wirft eine ab. 2 Karten und tut eine verbannen sogar. Oh, okay. Okay, er hat ein Kartengesetz. Tun wir Bankkreis aktivieren? Nein, das ist schon gut. Und wir werden den Bankkreis immer noch nicht aktivieren. Danke. Okay. Nein, ist voll okay. Turn Change, cool. Draw Phase. You drew a card, activate effect of a card. Ja, können wir eigentlich? Nein, machen wir nicht. Nein, immer noch nicht. Nein, immer noch nicht. Und wir spielen unseren wilden Kobold. Dann tun wir mit dem wilden Kobold angreifen oder mit dem anderen? Greifen wir den wilden Kobold an. Der wilde Kobold profitiert tatsächlich auch von Yami. Sprich, hat sie 200 Angriffspunkte dazu bekommen. Vielleicht haben wir jetzt eine größere Chance, das Monster noch effektiv zu besiegen. Well, selber aktiviert der Effekt of a Card. Jawohl, der Dunkel, also Sinwarte kommt 500, das lenkt. Scheiße. Okay. Gut, das war ihre Verteidigungsposition, das heisst, wir verlieren unseren Kobold nicht. Declare an Attack? Nein. Battle Card? Nein. Das ist schon okay. Wir haben nicht verloren, wir haben nur 200 Lebenspunkte, aber die hätten wir gerne. Die hätten wir so geschenkt. Wer ist so ein süßer? Okay. Ist er nicht, nein. Dann er hat wieder mal eine Karte gesetzt, wo er auch immer das Gefühl hat, mit der zu erreichen. Der Sender fragt wirklich bei jeder Gelegenheit, ob ich den Bann-Effekt von meiner Bank aktivieren kann. Ein bisschen nervig. Nachher, Katapultschlagkröte. Once per turn you can remove one monster inflict a damage to the opponent, you will have to repeat a monster attack. Hilft mir im Moment gerade nicht viel, darum spiele ich mit 2 Drachenfluch. Jetzt haben wir 2 Monster mit 2000 Angriffspunkten und sollte eigentlich gut gerüstet sein gegen was auch immer da kommt. Nein, ich wollte jetzt meinen Bankkreis nicht aktivieren. Nein, ich wollte nicht aktivieren. Nein, ich wollte nicht aktivieren. Das ist eigentlich auch ein gutes Training, um herauszufinden, wo die entsprechenden, also was es für entsprechende Phasen gibt in einem Kampf.
Und sonst greifst du ja an, dann hast du einen Angriff deklariert. Dann kommst du in Battle Step, Damage Step und so weiter und so fort. Und je nachdem, in welcher Phase man sich befindet, kann man gewisse Effekte aktivieren und gewisse nicht. Das stört uns am Anfang jetzt noch nicht, aber für die ein bisschen fortgeschrittenen Duellanten, die werden wissen, von was ich rede. Genau. Nein. Okay. Nein. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Meine Phase 1. Nein. Wir versuchen noch... Oh, ich hasse es. Direkt angreifen in diesem Zug. Angriff mit Drachenfluch. Nein, nein. Ich frage mich was ist genau seine Strategie? Weil grosse Verteidigungsstrategie hat er glaube ich nicht. Weil die Monster sind alle recht scheiße def. Darum weiß ich nicht ganz, was er genau vorhat. Muss ich das wissen? Wollte ich das wissen? Darf ich das wissen? Ich darf es auch nicht wissen. Aber eigentlich spielt sie überhaupt keine Rolle. Es geht halt einfach ein bisschen länger. Jetzt sind wir schon bei 10 Zügen. Das ist für ein Duell sehr, sehr viel. Okay. Die mystische Elfe. Nein, du sollst nicht spielen, Und ich hasse es schon gehört, ich muss es spielen. Schade. Mystische Elfe. Ich könnte jetzt natürlich Risiko gehen und mit der mystischen Elfe angreifen. Ach ja. Er hat jetzt 1000 Angriffspunkte. Langt das? Ja, es langt. Zombie-Meister und dank dem kann ich jetzt mit Zombie-Meister eigentlich noch etwas anfangen. Naja. Das müsste eigentlich länger und der PaniK tut keine Panik mehr verbreiten. PaniK at Risco ist tot. Nobody beats PaniK. Nobody. Yugi, you were incredible. Woohoo! Your Millennium Puzzle is more power than we thought. Yugi, I don't know what to say. Here, these star chips are yours. Take them. I'm sorry, but I cannot accept them. I fight my own battles. Yugi risked his life to duel for you. I know. There's no point arguing. She's way too thick-headed, but she'd rather be booted off the island. I'll take him. You think me losing all my star chips is funny, Joey Wheeler? I thought you didn't want them, Mai. Give them back. Of course you can have them. They're yours. Really, Joey? Didn't you learn anything from this duel? You can't always keep your defenses up because they'll just get between you and the other people who are trying to be your friends. So can't you let your shield down just this one time? Bom, bom, bom. Oh, Mizuki. Cool. Dann haben wir gegen einen Zombie-Typ, aber den kämpfen wir erst im nächsten Mal. Danke, sind ihr auch heute wieder dabei gewesen. Seid bereit gegen Bonds, oder so heisst er. Nicht ganz sicher. Bones? Egal. In Arena of Lost Souls. Bis zum nächsten Mal.